1744, eine deutsche Prinzessin, tritt eine Reise an, die ihr Leben verändern wird. Sophie von Anhalt-Zerbst, erst 14 Jahre alt. Ihr Ziel? Russland. Ihre Mission? Den Thronfolger heiraten. Noch ahnt sie nicht, dass sie als Katharina die Große in die Geschichte eingehen wird. Sie kam aus einem kleinen deutschen Fürstentum ins mächtige Russland und ergriff dort die Macht. Sie wurde zur russischen Zarin, führte Kriege, liebte leidenschaftlich und machte Russland groß. Im Jahr 1744 reiste die spätere Katharina die Große nach Russland. Damals war sie noch die junge deutsche Prinzessin Sophie Friederike Augusta von Anhalt-Zerbst. Die Zarin hatte Sophies Mutter gebeten, ihre Tochter nach St. Petersburg zu bringen. Meine Mutter öffnete den Brief und ich las mit ihr folgende Worte: älteste Prinzessin. Ich verstand es sofort. Es war eine sehr glückliche Wendung für mich, die Frau des zukünftigen Zaren von Russland zu werden. Mehr kann man nicht erreichen. 3 Wochen reisten Sophie und ihre Mutter von Zerbst bei Dessau nach St. Petersburg, der Hauptstadt Russlands. Das riesige Reich erstreckte sich über 8000 Kilometer, vom Nordpazifik bis zur Ostsee. In der endlosen Weite lebten nur 18 Millionen Menschen. Die meisten Untertanen waren Leibeigene. Die russischen Bauern führten ein einfaches Leben. Der Herrscher dieses Reiches war der Zar. St. Petersburg war eine prächtige Residenz. Zar Peter der Große hatte hier Paläste, Kanäle, prunkvolle Fassaden errichten lassen. Nun herrschte seine Tochter, Zarin Elisabeth. 1741, 3 Jahre vor Sophies Ankunft, hatte sie durch einen Staatsstreich die Macht übernommen. Sie konnte brutal sein. Ihr erstes Opfer war der rechtmäßige Thronfolger Iwan VI., ein Kind. Elisabeth ließ Iwan aus St. Petersburg fortbringen, später in die entlegene Festung Schlüsselburg. Sophie verstand, dies war ein Land der Intrigen, der Morde, der Familiendramen. Wer überleben wollte, brauchte die Gunst der Zaren. Und die wollte Sophie unbedingt gewinnen. Elisabeth suchte eine Braut für ihren Neffen, um die Thronfolge zu sichern. Sophie sprach, wie an Höfen üblich, Französisch. Entscheidend aber war ihre Abstammung. Der Vater, preußischer General. Die Mutter stammte aus dem Haus Holstein-Gottorf und war verwandt mit dem schwedischen Königshaus. Ich bin sehr glücklich, in Russland zu sein, so stellte sich Sophie vor. Peter war Großherzog von Holstein, ein weiterer deutscher Kleinstaat. Früh verwaist, streng erzogen, kränklich. Er sollte Zar werden, doch geistig und emotional war er zurückgeblieben. Er ließ die Vorbereitung auf seine Regentschaft schleifen. Katharina berichtete später: In seinen ersten Tagen bemühte er sich sehr, mich zu beeindrucken. Ich bemerkte und verstand, dass er sich wenig um die Nation kümmerte, die er eines Tages regieren würde, und dass er noch sehr kindlich war. Meine Soldaten. Peter bewunderte Friedrich den Großen und stellte Schlachten mit Spielzeugsoldaten nach. Für Studien oder Staatskunde hatte er wenig Sinn. Er verachtete die Russen und schätzte selbst Sophie, die Deutsche, kaum. Respektvoll blieb ich still und hörte zu, schreibt sie. So gewann sie sein Vertrauen. Er gestand, er liebe eine Hofdame, füge sich aber der Tante. Sophie wollte Peter dennoch heiraten, aber vor allem die Zaren überzeugen. Sie gewann die Kirche, trat ursprünglich Protestantin zum orthodoxen Glauben über. Ich war 4 Monate im Land und legte das Glaubensbekenntnis auf Russisch vor dem gesamten Hof ab. Sie erhielt den russischen Namen Katharina Alexejewna. Wöchentliche Messen, Feste und Elisabeths Verwandlungsspiele. Männer in Frauen, Frauen in Männerkleidern. Die Männer mochten diese Spiele nicht, sie schämten sich. Nur die Zarin triumphierte. Hinter dem Glanz Intrigen um Gunst und Einfluss. Überleben hieß Menschen durchschauen.
Katharina hatte die Schwelle überschritten. Nun begann der Überlebenskampf. Am Hof der Zarin Elisabeth galten Gesetze, die in Deutschland unbekannt waren. Etikette entschied nicht nur über Rang, sie entschied über Leben und Tod. Adlige ohne Amt suchten Einfluss. Ein falsches Wort, ein Seitenblick, ein Gerücht und man stürzte. Information war härtere Währung als Gold. Ein Test des Gehorsams. Wer verweigerte, fiel. Katharina spielte mit, verbarg Gefühle hinter Höflichkeit. Katharina hatte mehrere Strategien. Die erste Waffe, Zuhören. Die zweite Waffe, Bildung in einem Hof, wo die Hälfte kaum lesen konnte. Die dritte Waffe, Anpassung. Fromm bei der Zarin, charmant bei Adligen, respektvoll zu Dienern. Sympathisch, aber unbedrohlich. Das Jahr 1745 wurde entscheidend. Katharina vollendete ihre Verwandlung, innerlich wie äußerlich. Die öffentliche Abkehr vom Protestantismus war auch ein Staatsbekenntnis. Die Kirche gewann eine Prinzessin. Katharina gewann Legitimität. Ihr Bräutigam Peter aber war ungeeignet. Die strenge Erziehung hatte ihn gebrochen. Er spielte Krieg, statt zu lernen, zu regieren. Russen verachtete er. Preußen wurde vergöttert. 21. August 1745, die Hochzeit. Ein Triumph der Inszenierung, Diamanten, Uniformen, endlose Zeremonie. Die Braut spielte ihre Rolle. Perfekt. Und die folgende Nacht? Statt Nähe, Leere. Peter trank, Katharina wartete. Und das war's. Die Ehe blieb unvollzogen. Was folgte, waren Jahre ohne Zuneigung. Peters Welt wurde bizarr. Er hielt Kriegsgerichte gegen Ratten ab, die seine Spielzeugsoldaten angegriffen hatten. Katharina sollte Wache stehen vor seiner Tür. Nur mein großer Wunsch nach der Krone hielt mich aufrecht, sagte sie später. Liebe nicht. Ehrgeiz hielt sie im Palast. Katharina zog sich nach innen zurück und bildete sich. Zinnsoldaten, preußische Uniformen, Spott über Russen. 1750 begann noch eine Affäre. Die Entfremdung wurde immer größer. Voltaire, englische Verfassungslehre, römische Geschichte, ja das ganze Werk Voltaires zu lesen, erfordert Ausdauer. Sie hatte sie. Bildung wurde ihre Waffe. Und doch war sie isoliert, ohne Mutter, ohne Freunde, ohne Ehemann, aber mit Büchern. In einem Hof der kaum Gebildeten wurde sie gelehrt. Nun 7 Jahre kinderlos. Elisabeth wurde hart. Kontakte zu Katharina wurden gekappt. Briefe zensiert. Druck und eine Entscheidung, die alles ändern sollte. Katharina begriff, wer keinen Schutz hat, der schafft sich einen eigenen. Sergei Saltikow, schön, charmant, aufmerksam, das Gegenteil von Peter. Ihre Hofdame ließ durchblicken, die Dynastie braucht einen Erben, komme er, woher er wolle. Nach 9 Ehejahren gebar Katharina einen Jungen. Elisabeth nahm ihn sofort an sich. Vaterschaft? Nebensache. Der Thron war gesichert. Saltikow wurde elegant außer Landes geschickt. In dieser Zeit der Einsamkeit fand Katharina einen neuen Mentor, den englischen Botschafter Charles Henry Williams. Williams war nicht nur Diplomat, sondern auch ein Mann, der Katharinas Potenzial erkannte. Sie gewann ein intensives Bild von Westeuropa durch diese Beziehung. Der Botschafter stärkte auch Katharinas Hunger nach Macht und sah in ihr eine zukünftige Verbündete seines Landes. Katharina wies die Zuneigung des Diplomaten zurück. Sie war klug genug zu erkennen, dass eine Liebesaffäre mit einem ausländischen Botschafter politischer Selbstmord gewesen wäre. Obwohl sie einander keine Liebesbriefe schrieben, war die Korrespondenz sehr emotional. Williams lieh Katharina die damals enorme Summe von 100.000 Pfund. Ein gefährliches Geschäft. Stanislaw Poniatowski, Williams Sekretär, ein polnischer Graf, klug, gebildet, ebenbürtig. Die wohl glücklichste Beziehung ihres Lebens und zugleich politisch heikel. Heimliche Briefe, diskrete Boten.
1756 begann der Siebenjährige Krieg. Preußen und Großbritannien gegen Russland, Österreich, Frankreich. Williams wurde Feind und blieb doch Korrespondenzpartner. Katharina erwartete ein Kind von Poniatowski. Im Dezember 1757 gebar Katharina eine Tochter. Auch diesmal nahm die Zarin das Kind sofort weg und taufte es Anna Petrowna, ohne Katharina zu fragen. Nur 2 Jahre später starb das Mädchen. Katharina verlor nicht nur ihren Liebhaber, sondern auch ihr Kind. Zarin Elisabeth schickte ihre Armee gegen Friedrich den Großen. Russland erklärte Preußen den Krieg und damit auch dessen Verbündetem, Großbritannien. Plötzlich war der englische Botschafter Charles Henry Williams nicht mehr Katharinas Freund, sondern der Vertreter einer Feindmacht. Trotz Feindschaft zwischen Preußen und Großbritannien schrieb Katharina weiter an den englischen Botschafter Informationen über Hofstimmung und Politik. Grenzwertig, Hochverrat. Als die 100.000 Pfund des Botschafters aufgebraucht waren, bat Katharina erneut um Geld. Obwohl sie wusste, dass es sehr gefährlich war, schrieb sie: Wenn Sie können, stellen Sie eine Summe für mich bereit, so hoch wie die ich bereits erhalten habe. Wenn möglich, tun Sie dies auf eine Weise, die noch geheimer ist als beim ersten Mal. Nach dem Sieg gegen Preußen befahl General Apraxin plötzlich den Rückzug. Bestechung? Englischer Einfluss? Katharinas Briefe wurden teils abgefangen. Elisabeth ließ Katharina mitten in der Nacht vorladen. Hinter den Paravans Geheimpolizei, Höflinge, sogar Peter. Katharina warf sich zu Füßen. Schickt mich, wenn ihr wollt, nach Stettin. Demut, Psychologie, Wortkunst. Nicht sie. Peter mit seinen Preußensympathien sei das Problem. Elisabeth glaubte ihr. Katharina überlebte und gewann an Format. Allein zu siegen reicht nicht. Man braucht Verbündete. Grigori Orlow, Kriegsheld, Draufgänger, ein erstaunlich klarer Kopf. Es war Liebe und ein Kontakt zur Garde. Seine Brüder besetzten Schlüsselstellen, die Garderegimenter, Russlands wahre Königsmacher. Orlow hatte den Verstand eines Staatsmannes. Ich habe nie gesehen, dass jemand so schnell alles erfasst, was er tut. Er sieht sofort beide Seiten des Problems und die Lösungen sprudeln aus seinem Mund wie ein Wasserfall. Orlow war nicht nur schön und stark, sondern auch intelligent. Und Grigori war nicht allein. Er gehörte zu einer Familie von 5 Brüdern, die alle in der Garde dienten und großen Einfluss in ihren Regimentern hatten. Die Orlow-Brüder kontrollierten wichtige Teile der Garde, der Elitetruppe, die über das Schicksal der Zaren entschied. Ihre Unterstützung war entscheidend für jeden, der in Russland herrschen wollte. Die Zarin Elisabeth erkrankte, starb Anfang 1762. Bei der Trauer zeigte Peter keine Träne. Katharina war schwanger von Orlow und vorsichtig. Peter beendete den Krieg zugunsten Preußens, steckte russische Truppen in preußische Uniformen, begünstigte deutsche Höflinge, konfiszierte Kirchengüter. Er brüskierte alle: Adel, Armee, Kirche, Volk. Die Orlows planten mit Offizieren den Staatsstreich, politischer Sprengstoff. Peters Plan, gegen Dänemark zu ziehen, gab den letzten Stoß. Ein öffentlicher Eklat. Peters Drohung, Katharina zu verbannen, jetzt gab es kein Zurück mehr. Ein Mitwisser des geplanten Staatsstreichs wurde verhaftet. Alexei Orlow weckte Katharina im Morgengrauen. Jetzt müssen wir zuschlagen oder wir hängen. Katharina fuhr in die Stadt, ohne perfektes Drehbuch, aber mit Mut. Erste Station, das Ismailowski-Regiment. Sie proklamierte Peter als Gefahr für Russland und sich als Retterin. Gardeuniform, ein fester Blick, wenige Worte. Die Soldaten knieten, riefen Mütterchen. Regiment um Regiment lief über. Über 12.000 Menschen versammelten sich vor dem Winterpalast. Katharina trat auf den Balkon. Jubel, Katharina aller Russen. Disziplin statt Plünderung. Eine Revolution ohne Blut, vorerst.
In weniger als 24 Stunden wurde aus Katharina die Kaiserin aller Russen. Armee, Volk, Adel standen hinter ihr. Peter war völlig überrascht von der Revolte. Er hatte die Zeichen der Zeit nicht erkannt und war unvorbereitet auf das, was geschah. 2 Tage später ließ er sich ohne Widerstand verhaften. Der Mann, der als allmächtiger Zar begonnen hatte, kapitulierte. Peters Abdankung war das Ende eines der kürzesten und katastrophalsten Regierungszeiten der russischen Geschichte. Er unterschrieb seine Abdankung und bat darum, Russland verlassen zu dürfen. Kurz danach schrieb Alexei Orlow, das Monster sei gestorben, auch der Diener liege im Sterben. Gott befreie uns. Eine plumpe Unfallgeschichte. Oder tatsächlich ein Mord? Die Wahrheit blieb im Schatten. Doch da war noch ein anderer Rivale, dessen Existenz Katharinas Herrschaft bedrohte. Iwan VI., der rechtmäßige Thronfolger, den Elisabeth vor über 20 Jahren hatte einsperren lassen. Iwan hatte einen stärkeren Anspruch auf den Thron als Katharina. Er war der legitime Zar. 20 Jahre lang war er in der Festung Schlüsselburg gefangen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Iwan kannte nichts anderes als seine Zelle. Er war von einem Kind zu einem Mann geworden, ohne jemals die Freiheit erlebt zu haben. Katharina rechtfertigte ihre Taten mit dem Argument, dass sie Russland vor Peters katastrophaler Herrschaft befreit hatte. Sie sah sich als Retterin des Vaterlandes. Die Orlows bekamen Titel und Ländereien, die Garde Privilegien, die Kirche Respekt. Katharina neutralisierte Gegner, belohnte Helfer, beruhigte den Hof. Die ersten Monate von Katharinas Herrschaft lehrten sie wichtige Lektionen über die Natur der Macht, dass Herrschaft manchmal brutale Entscheidungen forderte. Mit Peters Tod und Iwans Gefangenschaft war Katharina zur Alleinherrscherin geworden. Doch diese absolute Macht brachte auch absolute Einsamkeit mit sich. Katharina hatte erreicht, was sie sich erträumt hatte. Sie war Kaiserin aller Russen geworden. Doch der Preis war hoch. Katharina die Große regierte 34 Jahre lang und machte Russland zur europäischen Großmacht.